Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für vegetarische Frühlingsrollen. Dazu gibt es eine selbstgemachte Sweet Chili Soße. Dafür als erstes ein kleines Stück Ingwer, 2 Knoblauchzehen und 3 rote Chilischoten grob in kleine Stücke schneiden. Danach alles zusammen mit 300 ml Wasser in ein hohes Gefäß geben und mit einem Pürierstab für 1 bis 2 Minuten durchmixen. Als nächstes einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit einem Schuss kaltem Wasser verrühren, danach zur Seite stellen und jetzt für die Soße das pürierte Chiliwasser, 75 ml Apfelessig und 125 Gramm Zucker in einen Topf geben, unterrühren, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen, so lange bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und die Soße anfängt zu köcheln. Die Sweet Chili Soße danach für 8 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen, gelegentlich mal umrühren und nach etwa 10 Minuten die angerührte Speisestärke dazu gießen, außerdem mit einer Prise Salz würzen und jetzt nochmals unterrühren, circa 1 Minute köcheln lassen, bis die Soße etwas andickt, dann vom Herd ziehen und abkühlen lassen. Als nächstes das Gemüse für die Frühlingsrollen vorbereiten. 3 bis 4 Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, 125 Gramm Zuckerschoten in dünne Streifen, 150 Gramm Weißkohl ebenfalls in dünne Streifen schneiden und eine große Möhre in dünne Stifte schneiden. Danach eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, das Gemüse in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden circa 2 bis 3 Minuten anschwitzen. Das Gemüse sollte nach dem Anbraten noch Biss haben. Wenn das erledigt ist, kommen noch 100 Gramm abgetropfte Mungobohnenkeimlinge dazu. Kurz unterrühren und danach alles mit einem guten Schuss Sojasauce ablöschen. Nochmals gut umrühren und die Sojasauce nahezu komplett verkochen lassen. Zum Schluss das Gemüse mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken, dann vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen. Für die Frühlingsrollen habe ich hier eckige Filo-Teigblätter aus dem Kühlregal. Als erstes einen gehäuften Esslöffel der Gemüsefüllung auf das untere Drittel geben, anschließend eine Ecke über die Füllung schlagen, straff bis zur Mitte aufrollen. Wenn das erledigt ist, die Enden links und rechts nach innen umschlagen und dann weiter aufrollen. Zum Schluss die obere Spitze der Filo-Teigblätter jeweils mit etwas Wasser anfeuchten, damit die Rollen gut zusammenhalten. Und fertig sind die Frühlingsrollen. Das Ganze für die restlichen Filo-Teigblätter wiederholen und dann einen Topf oder Wok mit 1 Liter Öl erhitzen. Sobald das Öl heiß genug ist, die Frühlingsrollen vorsichtig ins heiße Öl gleiten lassen und rundherum 2 bis 3 Minuten goldbraun frittieren. Dabei mit einer Schaumkelle mehrmals wenden bzw. vorsichtig ins Öl drücken, damit auch die Oberfläche gleichmäßig bräunt. Und wenn das erledigt ist, die fertigen Frühlingsrollen aus dem Öl heben, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und danach zusammen mit der selbstgemachten Sweet Chili Soße servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.